Ja, hallo, ich bin der Timo von Stepcraft und ich würde euch heute gerne den neuen 3D-Drucker von uns vorstellen und auch noch ein paar nähere Kleinigkeiten dazu erläutern. Zuallererst kommen wir mal zum Grundaufbau des neuen Druckkopfes. Da haben wir einmal hier die Einstellschraube, mit der man den Druck einstellen kann, womit das Filament quasi angepresst wird. Hier ist der Lüfter für das Hotend. Dann haben wir hier den Filamentvorschub, also den Motor dafür. Das sind die Ausströmlöcher für die Abluft von dem Hotend. Dann haben wir hier das ist eine Schnellentlastung quasi, mit der man den Filamentvorschub quasi in dem Fall unterbrechen kann. Wenn ich das jetzt drehe, ist das Filament lose, ich kann es rausziehen und kann dementsprechend ein anderes Filament einführen, wieder festmachen und das Filament wird wieder weiter gefördert. Und das hier ist der Anschluss, womit man einen Zusatzlüfter anschließen kann, einen Bauteillüfter, den man optional erwerben kann. Des Weiteren haben wir hier vorne noch dann die Druckdüse bzw. den Rest vom Hotend. So, kommen wir nun zum Aufbau der Steuerbox. Wir haben zum einen den Ein-Ausschalter, das zweizeilige LCD-Display und unseren Knopf zur Menüführung, womit wir im Endeffekt Temperaturen regeln können, im Menü alles einstellen können, aber dazu später mehr. Hinten haben wir 3 Anschlüsse, zum einen für die Spannungsversorgung, einmal für das Sub-D-Kabel zur Maschine und einmal für das Heizbett, was jetzt mit diesem Druckkopf regelbar sein wird. So, ich habe das Gerät jetzt mal an eine Spannungsversorgung angeschlossen und schalte es jetzt ein. Bei der neuen Firmware ist das jetzt so, dass man am Start, wenn man das Gerät zuerst in Betrieb nimmt, nach der Sprache gefragt wird. Das heißt, er geht jetzt nach und nach die ganzen Sprachen durch und wenn man die richtige für sich entdeckt, zum Beispiel Deutsch, dann drückt man den Knopf und dementsprechend wird sie ausgewählt. Das mache ich jetzt auch ganz kurz. So, dann sagt er auch Deutsch gewählt, quittiert er. Und jetzt haben wir hier schon mal die ganz normale Ansicht, wo quasi gezeigt wird, Soll-Temperatur, Ist-Temperatur. Mit einem einfachen Druck auf den Knopf kommen wir ins Menü, da können wir die Temperatur speichern und das Heizbett einstellen. Hier können wir 3 verschiedene Stufen wählen und halt ausschalten. Dementsprechend, sobald man eine Stufe gewählt hat, quittieren und man kommt wieder zurück auf den Hauptbildschirm. Im Lieferumfang des neuen 3D-Druckkopfes ist diesmal enthalten das Rohr zur Filamentzuführung, der Drucktisch, das Sub-D-Kabel, das Netzteil und zum ersten Mal ein Filamenthalter, der nicht wie in der alten Version auf der Steuerbox montiert wird, sondern diesmal extra kommt. So, als optionales Zubehör sind diese 3 Artikel erhältlich. Da haben wir einmal den Bauteillüfter zum Anschließen an den Druckkopf, das Heizbett, was unverändert geblieben ist, und das Kabel, womit man das Heizbett an die Steuerbox anschließen kann. Das können auch Bestandskunden von uns nutzen, da die Spannungsversorgung nun aus der Steuerbox des neuen 3D-Druckers kommt. Das war auch schon die Neuvorstellung unseres Druckkopfes PH40, den ihr ab heute in unserem Online-Shop erwerben könnt.